Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 330. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und wir haben wieder auf der Interzoo beziehungsweise der Stefan hat zwei interessante Menschen getroffen. Beide heißen sie Matt and Matt und ich übergebe das Mikrofon mal an Stefan. Ja, hi Lukas, super, dass wir wieder zusammensitzen hier. Ja, ich habe hier zwei Leute, die aus England sind, die arbeiten bei einer Organisation, die sich OATA nennt und werde ich jetzt einfach mal fragen, wofür OATA steht. Hi Matt. Hi Matt. Hi, how's it going? Hi, nice to see you. Yeah, what does OATA stand for? So we are an industry body. We represent the industry internationally, and we also set high standards for the ornamental aquatic industry in the UK. Yeah, we set high welfare standards. We like to represent the industry, and we like to ensure that everything is running as smoothly as it can do in the country. Es ist also OATA ist eine Organisation in UK, also in England, nicht mehr in der EU, wie wir langsam wissen. Und die kümmern sich um die Aquatic Industry, also das heißt alles, was mit Zierfischfang, was mit Zierfischhandel und mit Handel von Ornamentals, also Ziertieren im Wasser zu tun hat. Und sie kümmern sich auch darum, dass es da möglichst hohe Standards gibt und dass da eben alles vernünftig läuft. So, und dann frage ich jetzt einfach mal, was ist denn euer Hintergrund? Was ist der wissenschaftliche Hintergrund oder was ist der Ausbildungshintergrund und was ist dann auch der persönliche Hintergrund? Weil wenn man in so einer Industrie arbeitet, ist es ja oft so, dass die Leute vielleicht auch privat was mit dazu haben. So Matt, what's your background? What's your background from education? And after that, you can probably tell me a little bit about your personal background. Maybe you are also a little bit of connected with this industry, or do you keep fish, or what else? Oh, but start with your educational background. Yeah, so I did marine and freshwater biology for my undergraduate, and then I did a PhD on evolutionary ecology of fish populations. And yeah. Also Matt hat quasi Biologie gemacht mit einem Fokus an Ökologie und hat dann auch später eine Promotion gemacht. Ich habe auch schon eine Publikation von ihm gefunden. So I found a paper from you. What did you do in this paper? Was this paper about your PhD? I've got a couple, but I think the one that you saw is about ocean acidification and how fish can deal with CO2-induced acidification. Es geht also um ein aktuelles Problem auch, das er bearbeitet hat. Da geht es um die Effekte von der Versauerung von Ozeanen aufgrund des steigenden CO2-Gehalts. Und also ein top aktuelles Thema auch, wo man im Prinzip Ökologie, Fische und auch Climate Change, also den Klimawandel zusammen hat. So, und jetzt einfach mal eine Frage zu deinem personellen Hintergrund. So, a question to your personal background. Do you keep fish? Yes, I'm like yourself. I'm a big epistogrammer fan. I like to hear this. So er mag auch Epistogrammas. And I also quite like a bit of an aquascape myself. I've got some angelfish and tetras as well. Also Aquascaping findet er auch gut und er hat Angelfish, das sind also Skalare, wie wir sie in Deutschland kennen, und Tetras, also Salmler. So. Jetzt zum nächsten Matt. So, Matt 2. Was ist dein Hintergrund? So, what is your background? So I studied marine biology, and then I did a master's after that in ecology, but with quite a focus on marine ecology within that, particularly plankton dynamics. Also er hat auch Biologie studiert mit einem Fokus auf marine Organismen und er war auch in der Aquakultur und hat sich da engagiert. Also der eine Süßwasser und der andere Matt. So we have a freshwater Matt and we have a saltwater Matt. So what's your hobby? I unsurprisingly like clownfish. I used to work in a hatchery breeding clownfish and shrimp and seahorses, and so I still keep my interests quite tightly aligned with that. Ja, er hat natürlich auch sein Hobby ein bisschen zum Beruf gemacht. Hat natürlich, wie er vorhin schon gesagt hat, sich mehr auf Seewasser, also Meerwasser gerichtet und er hält momentan Clownfische, also Anemonenfische, wie man auch teilweise sagt. Und das ist ein bisschen so sein Hobby auch.
So let's go to the professional side. What are you exactly doing in OATA on the professional side? So we have talked a little bit about science-based fish keeping. So what are you doing at the moment? Also ich frage ihn einfach mal, wir haben uns auch schon mal über wissenschaftliche Arbeiten unterhalten und Wissenschaft ist ja immer auch ein wichtiges Thema, gerade wenn es um Tierhaltung und so weiter geht. So, start over. One thing that we're very keen on understanding more about the aquarium industry, from source countries to end user countries, and trying to find out about the benefits of the trade, how we can drive up standards, improve sustainability, welfare, biosecurity, that kind of thing. Also ihn interessiert eigentlich so die ganze Versorgungskette, also angefangen von den Source Countries, wie er gesagt hat, also den Ursprungsorten, wo Fische herkommen, ob sie jetzt gezüchtet werden oder ob sie wild gefangen werden, da reden wir gleich nochmal drüber, bis ins Aquarium, also bis ins heimische Aquarium und wie man da natürlich auch Standards verbessern kann, wie man die Standards hochhalten kann, wie man letzten Endes auch die ganze Versorgungskette nachhaltig gestalten kann und wie man vielleicht auch Verbesserungen noch machen kann. That's funny. So you talked about source countries. Are you talking about sources of wild caught fishes or sources of bred fishes or captive bred fishes? I would say both. Both captive breeding and wild caught fish have their benefits, but they've also got their own particular issues associated with them, and we'd like to understand those issues and try and smooth them out. Also das ist so, dass es sich sowohl mit nachgezüchteten Fischen als auch mit wild gefangenen Fischen beschäftigt. Beide Formen der Fischproduktion in Anführungszeichen haben natürlich ihre Vor- und Nachteile und die versucht er eben irgendwie auch ganz gut hinzubekommen. So, I ask the other Matt. So, ich frage jetzt einfach mal, was sind denn die Vorteile und die Nachteile von wild gefangenen und von nachgezüchteten Fischen? So, Matt just talked about benefits of wild-caught fishes and benefits of captive-bred fishes, and said both have benefits and both have probably not that some issues. So, can you tell us a little bit about what the benefits are of wild-caught fishes and what the benefits are of captive-bred fishes? Sure. One of the benefits of wild-caught fishes is that they support local communities. It is therefore in their interest to protect the ecosystems that they harvest these fish from, so they can continue to sustainably harvest at a very low level fish which are worth much more in the hobby than they would be on the food on the plate as food. Also er sagt, wild gefangene Fische haben durchaus einen Vorteil, weil sie natürlich auch die lokale Population, also von Menschen jetzt in dem Fall, also die Fänger natürlich auch unterstützen und weil sie auch eine nachhaltige Nutzung des Ökosystems eigentlich durchaus generieren können. Das heißt also, dass die Leute einen Vorteil haben davon, die Tiere zu fangen, aber auch einen Vorteil davon zu haben, dass die Tiere eben über die Nutzung der lokalen Ressourcen auch dafür sorgen, dass diese lokalen Ressourcen erhalten bleiben, wie sie sind. So, then what's the benefits about the bred fishes? Captive breeding is really good for specific species which might be slightly more at risk if they are harvested. Perhaps they inhabit a really small region, or perhaps they're particularly popular in the trade. So captive breeding allows us to keep certain species in their native habitats without degrading them or over-harvesting. Also bei den nachgezüchteten Tieren, das ist vor allem gut für Tiere, die zum Beispiel in der Natur gefährdet sind oder wo nur noch kleine Populationen bestehen oder die Nachfrage so hoch ist, dass die Gefahr bestehen würde, dass man diese Tiere übernutzt. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Da gibt es durchaus verschiedene Gründe, weshalb eine Nachzucht auch ganz gut sein kann. So where are fish mostly bred? Is it still Europe a big place where fish are bred, captive bred?
It depends on what species you're talking about. So a lot of marine ornamental fish are bred in the United States, but Europe breeds a lot of fish, particularly in the Czech Republic. But also there are places like Indonesia and Singapore which also produce a lot of fish. So it's very species specific. Es kommt also, ich habe ihn gefragt, wo denn diese Tiere nachgezüchtet werden, und er hatte eben erzählt, dass diese Tiere sowohl in Europa nachgezüchtet werden, aber es kommt besonders auf die Arten an, weil viele Arten halt auch zum Beispiel in Übersee, also in Indonesien oder manche Meerwasserfische auch in Amerika nachgezüchtet werden. Also man kann das nicht so einfach sagen, es gibt nicht keine ganz einfachen Muster, sondern es hängt auch immer von der Art ab. So, Matt, jetzt geht's wieder zum anderen Matt. Ich frage ihn jetzt einfach mal, woher die Daten kommen, woher Unterlagen und woher das Wissen kommt. So, where does the knowledge come from about issues in fish production? So, where do you get your knowledge from? You told me that you set high standards, but the question is, are you doing primary research, or do you use secondary research by scientific papers? So it's a bit of both. I think really our members, so people in the industry, are really good for highlighting issues that they can see arising, and then that gives us the guide to try and find out ways of addressing problems with primary data collection. So we're looking at supporting a number of different research projects to address some of the questions that we've been talking about today. Also er erzählt, das kommt drauf an. Also einmal gibt es natürlich durchaus Sachen, wo man Primärforschung machen kann. Das heißt also, es werden auch sehr viele Sachen zum Beispiel kommen direkt aus dem Fischhandel. Da werden Leute aufmerksam auf gewisse Sachen, die da entstehen können, auch Probleme. Das heißt, da kann OATA relativ früh reagieren auf diese Probleme und zusammen mit den Mitgliedern von OATA Möglichkeiten finden zur Problemlösung. Das ist also Primärforschung, wenn man so will, also Primary Research, wie er gerade gesagt hat, aber es gibt natürlich auch Sekundärforschungen, also Secondary Research aus Papern kommen. So let's talk about secondary research. So what sources are you using, or what issues are you researching in papers or in scientific papers? Also es geht jetzt um die Frage, wo diese Informationen herkommen. Do you use literature from veterinarians or biologists, or do you use grey literature, or what do you primarily use? So, I mean, a lot of it will be already, as you say, already published literature. That has already looked at the ornamental trade, or looking at the habitats that the ornamental trade uses. But in addition, we get a lot of data from industry as well, which allows us to have a better understanding of the diversity of animals that are in trade. Also unterschiedlich, also einmal kommen viel von diesen sekundären Informationen auch aus publizierten Arbeiten, die andere Leute durchgeführt haben unter kontrollierten Bedingungen. Und das Coole ist halt, dass er diese Forschung im Prinzip nutzen kann, indem er zusammen mit den Informationen, die aus den Mitgliedergruppen kommen, auch da relativ gut neue Kombinationen von Daten machen kann und letzten Endes auch mehr ein bisschen rauskriegt über irgendwelche Populationen oder irgendwelche Nutzung von Tieren. So, sometimes we hear that that overfishing in wild fish is an issue. What are you thinking about this? Ich frage einfach mal, es geht mal um diese Frage, weil manche Leute sagen, man weiß ja, dass viele Fische überfischt werden, dass es also zu viele Fische aus einem Biotop entnommen werden, und ich frage einfach mal, was Matt 2 dazu für eine Meinung hat. I think that provided species are taken within sustainable limits, you are always going to harvest far less than you would for any other purpose, be that food or through any other destructive or industries that extract live animals from the habitat. So actually it's a very good way of being able to in fact reduce the number of animals that are taken from the wild overall. With that said, some species are
perhaps prone, and so we have to be careful about how we monitor and how we conserve other species. Also ihr sagt gerade, das kommt natürlich immer auf die Art und Weise an, für welche Zwecke man diese Tiere fängt. Also meistens ist es so, dass für den Wildtierhandel, also für Ornamentals, also für Aquarienfische, deutlich weniger Fische und deutlich weniger Exemplare entnommen werden als zum Beispiel für andere Zwecke, zum Beispiel zum Essen oder sowas, wo die Menge einfach die Biomasse sehr viel größer ist als bei sowas. Und das ist halt wichtig, diese ganzen Sachen immer zu verfolgen und auch zu gucken. Also insgesamt natürlich ist die Entnahmemenge relativ gering. So what about the oscillation over the year? So I have been traveling to South America several times, and I was always there when the water was low. So there's an up and down in water, and there's also an up and down in fish population. I always say oscillating ecosystems reset the system every year to zero. What does this do on the catch of wild-caught fish? How does this interfere? When do you harvest the animals? Do you harvest them when they are abundant, or do you harvest them when they are mostly not abundant? What do you think? Who wants to answer? Yeah, no, you're probably better suited. Yeah. So an ecosystem that floods, you have a boom in, as you say, you have a boom in fish populations because you have a sudden abundance of resource availability, and then when those waters recede, local people are able to capture those fish because they're a lot more accessible, but you've got high amounts of biomass there that's trapped in small pools, but they wouldn't be able to survive because they'd be vulnerable to competition, predation, that kind of thing. So this boom and bust natural cycle that you get in the Amazon facilitates a sustainable take of wild capture. Sagt also dieses, wie es in der Wissenschaft so heißt, Boom and Bust Cycle, also dass die Population explodiert und dann völlig zusammenbricht. Das erlaubt halt auch die nachhaltige Nutzung von den Fischen, weil eben zu der Zeit, wenn Trockenzeit ist, relativ viele Fische auf wenig Volumen von Wasser vorkommen und man da eigentlich, wenn man nur einen Teil entnimmt, dass das eigentlich eine nachhaltige Nutzung ganz gut unterstützt. So I think we have a short impression about what you are doing. So do you want to add something or some personal message about? Thank you very much for having us and hosting us here at Unserer. It's been a great first trip for us both. Yeah, thoroughly enjoyed the experience, and it's great to meet so many interesting people from all over the world. So yeah, thank you for having us. So, did you have the chance to walk a little bit over the interzoo and look at some techniques, some fish tanks or something? What were you interested in most? I think a lot of the aquascapes, and Matt found some very beautiful looking apistos for me. Yeah, I managed to find something that that Matt really enjoyed. I really enjoyed watching full reef setups that had been brought here, within a week or so. That was super impressive. Ja, also natürlich alles, was mit Aquaristik zu tun hat. Ich kann nicht alles jetzt genau übersetzen. Also ich bedanke mich auch nochmal. Thank you for the interview, Matt, and I hope we will meet soon again, and probably you meet some of our listeners in 2 years at the Interzoo again. So, dann gebe ich zurück an Lukas und verabschiede mich. Tschüss. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 330. Ich hoffe, du konntest alle Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org/Episode 330. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.